Stage Keyboards für den Live-Einsatz. Das Nord Stage 3 schauen wir uns hier an, und zwar gleich in zwei verschiedenen Versionen. Einmal die 88er Hammermechanik-Version und dann einmal das Nord Stage Compact. Ich treffe dazu meinen geschätzten Kollegen Yassin Korchi, Jazzpianist und Leiter der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg, ich grüße dich, schön dich zu sehen. Ja, und schön, dass wir mal wieder am Testen sind. Ja, es ist mal wieder soweit und wir haben heute zwei tolle Geräte dabei und ich bin sehr gespannt, wie es heute läuft. Ja, Stichwort Stage Keyboards. Als Jazzpianist bist du ja auch viel live unterwegs. Was erwartest du eigentlich von einem Stage Keyboard und wo wäre die Trennlinie zu einem Stage Piano für dich? Ja, also ein Stage Piano ist ja eigentlich immer so das Basisinstrument von einem typischen Keyboarder, der vielleicht auch viel alleine spielt oder in kleinen Besetzungen unterwegs ist, aber halt auch dann die Trennlinie hat zu einer etwas größeren Band, wo man dann vielleicht auch mal eine Orgel braucht oder doch ein paar Synthesizer-Sounds. Ja. Und da ist quasi der Sprung, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier den Nord Stage 3 in der 73er-Version mit 73 Tasten und das ist dann so ein typisches Gerät, was man sich vielleicht dann noch als Zweitgerät anschafft, neben einem 88-Tasten-Keyboard, was du jetzt hast, wo man dann als Option sich dann vielleicht diese Sounds dann einfach nochmal holt, ja? Würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung. Ja, okay, das kann ich auch so unterschreiben. Zu bemerken wäre eigentlich noch, dass diese beiden Geräte eigentlich von der Tonerzeugung her identisch sind. Sie unterscheiden sich nur in der Ausstattung der Hardware eigentlich. Also wie die Tastatur, du hast ja eine Waterfall-Tastatur, die für das Orgelspielen eigentlich spezialisiert ist. Und eben die Drawbars, das habe ich hier nicht. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähnlichkeiten gibt es ja zu der YC-Serie von Yamaha. Wobei man sagen kann, haben wir hier jetzt den Platzhirsch unter den Stage-Keyboards, glaube ich. Also auf den Bühnen sieht man ja immer nur rote Keyboards. Eigentlich schon, ja. Es wird ja auch einen Grund haben. Gut, aber wir gucken uns bei all den vielen Funktionen, die da drin sind, da können wir gar nicht drauf eingehen, wir schauen uns, wie gehabt, die Punkte Sound, Spielgefühl und Handling an. So, was war dein erster Eindruck vom Nord Stage 3 Compact bei dir? Also grundsätzlich muss man sagen, das Gerät ist natürlich super hochwertig verarbeitet. Die ganze Erscheinung mit der roten Farbe, mit den vielen Knöpfen, auch mit der Zugriegel-Simulation hier an der linken Seite ist schon Hammer, muss man einfach sagen. Also verarbeitungsmäßig geht da, glaube ich, nichts drüber im Keyboard-Markt. Und ich bin eigentlich immer begeistert, wenn ich die Geräte sehe und freue mich eigentlich immer, da mal Hand anzulegen. Und klanglich ist es natürlich auch erstaunlich, was die Geräte können. Ja. Ja, wie bist du denn mit der Tastatur klargekommen? Weil die ist ja jetzt nicht so unbedingt zum Pianospielen gedacht. Ja. Also, du hast es ja schon gesagt, es ist eine Waterfall-Tastatur. Ich sag mal, Klavier hat es geschafft, einen ganz guten Kompromiss zu schaffen. Man kann hier auch Klavier spielen, auch gerade für Intros oder Sachen, wo man vielleicht ein bisschen dezenter Klavier spielen muss. Es funktioniert, aber ist natürlich jetzt nicht für Pianisten ideal. Aber man muss hier einfach einen Kompromiss machen. Man hat eine Orgelsimulation, man will hier wahrscheinlich auch eher Orgel spielen, Synthesizer, Solostellen. Und dementsprechend finde ich es eigentlich gut gelöst. Also die Tastatur ist okay. Wenn ich jetzt hier das Piano bei mir habe, da kann ich jetzt schon sehr, sehr differenziert spielen drauf. Ja? Also man kann richtig schön satt reinhauen. Das ist wahrscheinlich in der Waterfall-Tastatur was anderes. Aber wir sprechen ja jetzt auch noch über andere Unterschiede, weil diese Hammermechanik, die wiegt natürlich. Also das Nord Stage 3 88 hat ein relativ hohes Gewicht, fast 20 Kilo. Also wenn man damit unterwegs ist, das rockt dann schon. Ja. Und da bist du, glaube ich, mit dem leichteren Gerät viel, viel besser unterwegs. Also ich glaube, der Nord Stage 3 in dieser 73er Kompaktversion ist schon das, was auch am meisten gekauft wird, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es einfach die Nische halt gut füllt zwischen einem zweiten Keyboard, was man super einsetzen kann. Die Tastatur ist trotzdem okay. 73 Tasten reichen trotzdem, dass man auch mal was mit... Ja, klar, es geht doch super.
Also auch mit was ich hier so höre, klingt gut. Ja, also was man auch mit 2 Händen mal spielen kann, das ist ja immer so die Kritik manchmal zum Beispiel von meiner Seite, dass oft die Tastaturen, dann die 2 Tastaturen ein bisschen zu klein sind, wenn sie dann zum Beispiel nur so im 60er-Bereich sind von der Tastengröße. Aber das ist super. Und das Tolle hier ist, obwohl es jetzt der kleine Bruder vom 88er ist, dass auch die Sections einzeln, Orgel, Klavier, Synthesizer und die Effekte trotzdem nicht, es wirkt nicht abgespeckt, sondern man hat trotzdem immer noch extrem gute Übersicht. Und das muss ich sagen, das haben sie einfach gut gemacht vom Layout. Also die Bedienung ist natürlich gewöhnungsbedürftig, man muss sich wirklich gut einarbeiten, das ist kompliziert, muss man aber auch gestehen, dass es bei dem Yamaha genauso ist. In der YC-Serie, dass es auch sehr raumschiffartig daherkommt. Also diese Geräte sind halt sind wahnsinnig viele Knöpfe und ich glaube, das Yamaha hat ja noch die Kippschalter, also da kann man wirklich fast schon zum Mond fliegen irgendwie mit dem Gerät, ja. Ist so ein bisschen Vintage-Barock. Vintage-Barock, ja, genau. Und wie du sagst aber, du hast hier die Möglichkeit, in den Sections übersichtlich halt was zu ändern. Du hast ein Klavier und dann kannst du einfach quasi die andere so und dann kannst du auch mal ein Pad ein- und ausfaden quasi über einen Drehschalter. Ne? Und das ist einfach, das macht einfach Laune. Du nutzt es quasi öfter, weil es einfach schneller und intuitiver geht, wenn man dann weiß, wo man hingreifen muss. Ja, ne? das kann man ja auch in die Dramaturgie einbauen. Ja. Das ist erstmal nur das Klavier. Und wenn ich jetzt das Pad dazu nehme, kann ich das ja reinfaden? Genau, ja. Ja. Da kann man so tolle Sachen machen, das finde ich super. Und dann noch ein paar Effekte drauf, ja. Also das ist halt einfach die Stärke von dieser Modellreihe und das macht Laune. Aber es macht irre Spaß. Es macht Spaß und wie man jetzt bei dir auch gehört hat, die Sounds mischen sich halt auch, wie wenn sie quasi als Layer schon angelegt werden. Und das ist halt auch das Tolle, ne? Dass die eigentlich. Ich habe jetzt wirklich irgendeinen Sound genommen. Ja, tatsächlich. Ja. Der war halt da. So, den habe ich eingeschaltet und ein bisschen gedreht und zack, es klingt sofort richtig. Ja. Und dieser Synth-Sound, wenn ich jetzt mal nur den spiele, der klingt für sich erstmal so ein bisschen dünn halt, ne? Ja. Wenn man so will. Aber sobald ich jetzt das Piano dazu nehme, dann klingt das insgesamt unheimlich schön breit und unterstützend. Das finde ich richtig gut gelungen. Ja, also das klingt fast wie von der Platte, muss man sagen. Also das ist wirklich, das ist Studioqualität und das klingt auf dem Kopfhörer genauso wie auf den Boxen und auch auf der Stage PA. Also das ist wirklich Hammer, das muss man denen wirklich lassen. Das Design von den Sounds ist wirklich außerordentlich gut. Und ich bin auch, also es macht einfach Spaß, die Sachen auszuprobieren. Also man findet jetzt hier, wenn wir jetzt mal die Piano-Sektion uns anschauen, finden wir Grand, Upright, Electric, Clavinet. Lass uns doch einfach mal die Klaviere ein bisschen durchgehen. Mhm. So, also ich kann hier einfach über List einfach dann zum Beispiel, ich habe hier den Grand Imperial, ich mache mal den Synthesizer aus und dann... Ja, so gut. Ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen gefälliger oder ein bisschen schwerer auch. Und dann haben wir dann einfach Grand Lady D, ja. Also ich habe hier wirklich ganz verschiedene Italian Grand Velvet Grand. Also hier gibt es wirklich eine riesen Auswahl. Und was ich ganz gut finde, was es auch immer seltener gibt, hier gibt es auch ein paar Monomodelle, ja. Also das Electric Grand, ja. So, ne, so. So, also die haben wirklich, wie du gesagt hast, so diese, wo du quasi auch so stilistisch beheimatet bist, da kommen natürlich auch viele Sounds so rein, die du oft halt bei vielen Pianoherstellern gar nicht mehr hast, die so ein bisschen Vintage sind, vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß, aber trotzdem halt. Genau. Das ist einfach ein super Sound, der macht Spaß zu spielen. Muss man einfach so sagen, ja. Und
Nee, da hat man eigentlich schon eine ziemlich gute Auswahl an Klavieren aber so diese ersten 3, 4 sind eigentlich schon auch ganz, ganz cool und auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes grand. Also da geht wirklich, die sind mächtig und da geht einiges, ja. Ja, wenn es dann mal kleiner sein soll. Ich finde auch die Uprights sehr gelungen. Man hat ja auch noch eine riesen Auswahl an Upright-Pianos. Wunderschön. Und da kann man jetzt durch die Liste gehen. Dann findet man noch ein Mellow Upright, ein bisschen sanfter. Wunderschöne Sound. Das klingt wirklich, also das muss man sagen, es klingt wirklich toll. Das Mellow Upright ist Hammer. Und wie gesagt, es steht zwar Upright dabei, aber unter Upright versteht man ja oft so, so wenn man so Ragtime-Sachen hat, aber gerade so, was du gespielt hast, ne? Genau. So Chili Gonzales-Stil klingt Hammer. Oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ja, genau. so Ludovico, ne? Das ist eigentlich genau das, ne? Und das ist halt, gibt es bei vielen Pianoherstellern natürlich auch, aber ich finde, hier klingt es klingt genauso wie von so einer Ludovico-Platte. Ja, ich finde die wirklich viel, viel besser hier. Weil bei den meisten anderen Pianos, da wird das nicht so berücksichtigt. Dieses Mellow Upright zum Beispiel, dass das wirklich sanft klingt. Da hat man immer das Gefühl, ich möchte am Filter drehen oder ich suche dann nach Möglichkeiten. Haben wir gesehen bei der YC-Reihe, da konnte man wirklich so rumfiltern und dann hat man den Sound so angepasst. Aber ich finde hier tatsächlich diese Sounds, die man so einladen kann, sind genial. Ja. Die stimmen einfach, die sind auf dem Punkt. Ja, und wenn ich das noch mal kurz sagen darf, hier sieht man das auch gut, Piano Select, ich kann das quasi hier auch noch mal über den Typenschalter halt einzeln noch mal anwählen. Ja? Das ist quasi in dieser Piano-Sektion mehr oder weniger einzigartig hier, dass ich hier noch mal so die Pianos noch mal einzeln schnell unterteilen kann. Ne? Und also, ja, ist gut. Wir haben vorhin gesagt, es ist kompliziert, aber es ist dann auch wieder clever gemacht oft. Ne? Also ja, genau. es ist immer, wenn man vielleicht nicht weiterkommt und dann sieht man, okay, cool, und ich kann dann einfach die Uprights einzeln anwählen. Und oft ist es so, ich habe 20 Klaviere und dann kommen 20 Uprights und dann kommen nochmal 20. Ja, ne? genau, Und dann bist du nur am Durchschalten und weißt eigentlich gar nicht mehr, wo du warst oder wo du bist. Und hier hast du quasi einen Schalter und dann bist du auf Upright und dann hast du 3, 4, 5 gute Uprights, die du benutzen kannst, wie du sagst, das Mellow Upright, was dann Hammer klingt, wo du dann nicht 30 Sounds durchsuchst. Ja? Absolut. Die kann man ja alle, auch das Grand Upright. Das klingt, also ich habe das Gefühl, ich würde an einem Klavier in einem Raum sitzen. Das klingt auch so räumlich, ganz toll. Ja, das Tolle bei dir ist natürlich jetzt mit der 88er Tastatur lässt sich das wahrscheinlich auch wahnsinnig gut spielen, würde ich jetzt mal schätzen, ne? Ja, das geht gut, wobei ich würde nicht sagen, dass das Aushängeschild des Nordstage 3 die Tastatur wäre. Okay. Das ist ein Kompromiss. Also man kann damit sogar auch die Orgel spielen. Ich finde, besser, als ich gedacht hätte. Wobei da bestimmte Stilmittel einfach nicht so gehen. Da bist du mit der Waterfall-Tastatur deutlich besser. Ja. Und was ich hier, wo habe ich die Orgel? Hier. Die klingt schon wirklich gut. Aber was mich ein bisschen stört, das sind hier diese Drawbars. Beziehungsweise in Anführungszeichen Drawbars. Das sind ja nur LEDs. Okay. Mit diesen Drücktastern so, das ist nicht so wirklich der Weisheit letzter Schluss. Okay. Es funktioniert, aber super ist es nicht. Die Drawbars sind dann schon besser. Aber ich bin jetzt auch nicht der Orgelfreak vorm Herrn. Also es ist konzeptionell ein bisschen fragwürdig, warum es in der großen Variante nicht eingebaut wurde, wie hier in der kleinen. Das habe ich noch nicht ganz durchblickt, warum das so ist. Ich habe hier die Zugriegel und die sind natürlich super intuitiv zu bedienen. Ne? Also können ja mal, wenn du willst, in die Orgeln wechseln, ja, einfach klar, mal. bitte. Und kann ich hier einfach aktivieren und dann kann ich die zum Beispiel alle auf 1 stellen und dann habe ich dann dezente Sounds und dann kann ich mir die dann quasi so reindrehen, wie ich es brauche. Ja? Ja. Und dann halt natürlich dann auch mit dem
Kann man noch ein Pedal anschließen für die oder das Pedal umstellen, auch dass der quasi das Leslie sich dann schneller und langsamer dreht. Also die Zugriegel-Simulation ist super. Sieht man quasi hier auch im Display. Wenn ich hier drehe, dann verändert die sich quasi hier auch visuell. Also haben sie wirklich klasse gemacht. Und die Orgel ist halt eigentlich auch so, ich sag mal, für viele der Grund, warum sie sich so ein Nordlied holen, weil die einfach Hammer klingt. Die ist einfach, da braucht man nichts dran zu machen. Das klingt einfach von Minute 1 sensationell. Ja, die ist auch wirklich vom ersten Ton an. Das ist alles, die hat ja auch alles, was man braucht, was eine Vintage-Orgel haben will. Man hat erstmal, also ich bin jetzt hier auf diesem Modell B3 und schalte, ich habe jetzt das Leslie an und da gibt es Drive. Ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr durchverzerrt. Und so ist es dann sehr schnell klar. Und man kann das aber so irgendwo eine schöne Mittelstufe finden. Das ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Orgel. Und jetzt gibt es noch diese Vibrato. Also es klingt wie eine alte B3, wenn du so willst. Und das ist sehr gut gemacht. Es gibt eine Percussion. Selbst das kann man auf dieser Tastatur machen. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Aber wenn ich jetzt so perkussiv spielen will, dann merke ich, dass die Tastatur mich dann noch ein bisschen verlangsamt. Ja. Gut, aber was ich sehr cool finde, ist, es gibt auch die alten Vox- und Farfisa-Orgeln. Und die klingen dann also richtig so super cheesy. Das ist schon cheesy, ja. Aber klasse. Das ist cool, ja. Man muss ja sagen, dass das bei vielen Produktionen ja auch wieder zurückkommt, diese alten Sounds und auch die vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, cheesy sind, aber eigentlich immer mehr jetzt auch live wieder angewandt werden, weil es halt digital aufbereitet natürlich auch jetzt einfach geil klingt über geile Speaker und so, ja. Und also die Orgelsektion ist, denke ich, wahrscheinlich die beste am Markt. Weiß nicht, wie du es siehst, aber in so einem... Ich finde die einfach toll, weil sie so schön warm klingt. Auch das Drive lässt sich sehr, sehr nuanciert einstellen und man findet eigentlich immer so den richtigen Ausdruck. Ja. Ich finde das sehr, sehr gut. Dann gibt es auch noch eine Kirchenorgel, Pipe 1 und 2. Aber das ist nicht meine Welt. Ja, meine auch nicht. Was ich sehr, sehr gut finde, es gibt diesen Live-Mode. Ja. Da kann man sich so 5 temporäre Einstellungen einspeichern. Also das merkt sich immer so die letzte Einstellung, die man gemacht hat. Und man kann die eben dann sehr schnell wieder aufrufen. Ich habe hier zum Beispiel die Orgel hatte ich mir so eingestellt. Dann Digital-Pianos, also E-Pianos aus den 90ern irgendwie. Sehr fett. Fett. Super. Klingt wirklich fett, ja. Und man kann dann diese Panels hier, das finde ich wirklich genial, einfach gleichzeitig drücken und dann layert man das ganze Gerät eigentlich nochmal komplett drüber. Also jetzt habe ich noch einen anderen Digital-FM-Piano-Sound. Ich mache mal den Unterschied. Das sind diese beiden Sounds. Einmal der. Und da ist sogar noch eine Fläche dahinter. Ja, ja. Und das kann ich ganz einfach layern, indem ich die beiden Tasten zusammendrücke. Klingt hammergut. Das klingt, also ich fliege hier echt weg. Ja. Dann haben wir ja noch die Vintage E-Pianos. Die habe ich mir auch hier... Genau. Da haben wir das Fender Rhodes. Es klingt erstmal sehr, sehr normal. Ja. Ich glaube, das hat man sich damals auch gedacht und hat dann nach Effekten gesucht, wie zum Beispiel Tremolo. Dass der Sound jetzt so ein bisschen von links nach rechts wandert. Mal ganz extrem so.
klingt mega cool schon mal. Und das ist jetzt so ein etwas weicherer Sound vom Rhodes. Den gibt es auch, jetzt nehme ich mal etwas Tremolo weg. Dann gibt es auch ein bisschen, der ist auch schön dynamisch schon. Jetzt nehme ich den nächsten, Ideal Timbre heißt der. Und da hört man, da kommt schon ein bisschen mehr Dynamik raus. Ja. Ne? Ist trotzdem weich zu spielen. Ja. Ja, wunderschön. Dann gibt es noch diverse andere Sounds. Wieder so ein sehr weicher Sound, das ist der MK5. Dann gibt es Bright Tines. Der kommt natürlich super gut, auch mit dem Tremolo. Aber jetzt nehmen wir noch ein bisschen Chorus dazu. Moment. Ah ja, jetzt wird da noch ein bisschen flächiger der Sound. Und was eine Besonderheit ist im Zusammenhang mit gerade diesen Piano-Sounds, es gibt dieses Timbre-Filter. Und da gibt es eine Besonderheit, es ist vielleicht ein bisschen nerdisch, aber es gibt dieses Dino Rhodes Filter da drin. Mhm. Und das hört man schon, da ist der Sound so richtig mittig und metallisch. Das klingt wunderschön breit. Ja. Und eigentlich so, wie man sich das damals gewünscht hätte. Also ich habe an meinem Rhodes damals rumgeschraubt ohne Ende und da Preamps eingebaut, aktiven Preamp und EQs und habe daran rumgedreht, bis dann eben dieser Sound dabei rauskam. Ja, also soundmäßig und effektmäßig ist das Hammer und die Kombination klingt halt meistens fast immer gut. Also selten, dass du hier was machst und es dann quasi nicht gut klingt. Also ich bin sehr begeistert und auch jetzt gerade, was du jetzt wieder in der Kürze der Zeit da zeigst, ist einfach, klanglich einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Fassen wir zusammen. Um es kurz zu sagen, es ist nicht gerade günstig, aber das leistungsfähigste Stage-Keyboard, das man im Moment kaufen kann, glaube ich. Ja. Mit all der Funktionalität, mit all den Effekten, die auch eine bestimmte, ich würde mal sagen, eine gewisse hohe Qualität bringen. Ja. Auch der Hall klingt gut, der Synthi klingt gut, die Orgel ist mega. Die Pianos, finde ich, ist eine riesengroße Stärke von Nord. Ich mag die unheimlich gerne spielen. Die Spielbarkeit der Tastatur, okay, das ist jetzt nicht so mega gut, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es ist ein guter Kompromiss, um eine Hammermechanik-Tastatur zu haben, mit der man Piano spielen kann. Aber auch die Orgel bedienen. Das kann man dann mal anbieten. Bei der Orgel bist du, glaube ich, auf deiner Seite besser bedient mit dem Kompakt. Ja, also ich denke, der Kompakt ist für viele das interessantere Angebot, einfach weil einige schon eine gute Tastatur haben aus dem Hause Yamaha, aus dem Hause Kawai, Roland, wie auch immer und haben dann quasi als Zweitgerät für gute Orgeln, für gute Synthesizer und halt auch geile Layer-Sounds dann nochmal ein zweites Gerät, wo man dann auch nochmal was machen kann. Preislich ist es natürlich schon auch Hammer, muss man sagen, mit knapp 3.000 €. Der Konkurrent ist, glaube ich, bei ein bisschen über 1.500 €, so 1.600 € in dem Dreh von Yamaha. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied und das muss man sich dann genau überlegen, ob man für fast das Doppelte des Geldes dann einfach das Gerät dann, ob einem das wert ist. Ne? Das muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, von unserer Seite klanglich und auch technisch gibt es da quasi keine Diskussion. Hammer. Aber es ist dann natürlich an der Ladentheke, tut es dann natürlich weh. Wenn man was wirklich Gutes haben möchte, ich glaube, dann spart man auch gerne etwas länger drauf. Ich denke, und das bekommt man ja damit. Und man darf auch das nicht vergessen, diese Nord Sound Library, die wird ja immer ergänzt und man bekommt eigentlich auch immer neue Sounds geliefert. Das ist ein sehr, sehr schöner Service, den Nord da bietet. Das finde ich auch, das ist eigentlich fast einzigartig. Ja.
Nee, also das Paket stimmt und wer es sich leisten kann, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf das Gerät werfen und sich das mal genauer angucken, vielleicht mal irgendwo im Musikgeschäft ausprobieren und dann einfach mal sich überzeugen lassen. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir.